Was ist das für ein Tag heute? Oh Mann, ey. Ja, heute mal guten Morgen aus dem Zelt. Es ist nicht so, als würde ich noch irgendwie schlafen oder pennen. Man sieht, dass hier eigentlich nichts ist, außer meine kleine Isomatte, mein gepackter Rucksack und ich. Sieht man überhaupt was auf der Kamera oder ist alles beschlagen? Also der heutige Tag, ich weiß nicht, wie man beschreiben soll. Hölle? Irgendwas mit zwischen Hölle und Inferno und durchdrehen. Aber mal der Reihe nach. Ich habe wunderbar geschlafen, die Nacht war herrlich. Hat angefangen zu regnen und mag das ja auch, wenn es aufs Zelt ein bisschen prasselt. Tipptopp. Hat aber durchgeregnet also es regnet jetzt immer noch so ein bisschen, ne? Da dachte ich mir so, um 6 wollte ja die los, 6, halb 7, oh, Schiff noch wie Sau. Komm, legst du mal eine halbe Stunde hin und dann frühstückst du gemütlich im Zelt und dann wird schon aufhören und dann geht's los, ja? War der Plan, wäre tipptopp. Hab ich auch umgesetzt, genau so. Und dann war es irgendwas kurz nach 7:30, es hat immer noch ein bisschen geregnet. Ja, da kommt Faktor 1 dazu. Du springst hier einmal im Kreis, also nur als fiktives Beispiel, du springst einmal im Kreis, bist nass. Luftfeuchtigkeit ist bei 150%. Ist echt so. Also die Luft steht, es fällt so schwer zu atmen und du bist sofort nass. Punkt 1. Punkt 2. Heute werde ich gechased. Heute werde ich so gejagt von allem, was da draußen rumfleucht. Von allem, was irgendwie Flügel hat und mich stechen will, mich aussaugen will. Ich bin durchgedreht da draußen. Ich bin durchgedreht. Ich habe meinen Rucksack hingeschmissen, habe mir mein Kopftuch runtergerissen und habe um mich geschlagen, wie ein Bekloppter. Solche Oschis, Bremsen, also Pferdebremsen, die sind ungefähr so, ja. Solche Oschis, scharenweise. Mücken, Tigermücken, überall. Kopf, überall. Du konntest nicht gehen, ohne dass das Surren überall, das macht dich kaputt. Ohne Scheiß. Ich bin vielleicht 2 Meilen jetzt gelaufen und ich dachte, nee, ich drehe sonst komplett am Rad. Man hört es mir vielleicht ein bisschen an, dass ich komplett durch bin. Ich wäre gestorben. Das kriege ich nicht hin. Also ich bin viel gewohnt, ne? Aber wenn um dich herum, um deinen Kopf, da hilft auch das beste Mückennetz nichts, weil die stechen durch. Überhaupt kein Stress. Also das war hart. Das war jetzt echt hart. Da habe ich mir gedacht, ihr könnt mich schlecken. Ich lasse es jetzt wieder hinregnen. Heute wird extrem schwül. Schwüler als die Tage vorher. Und ich kann nicht mehr. Ich habe mich jetzt ins Zelt gelegt, das Zelt innerhalb von 2 Minuten aufgebaut. Habe nur meinen Rucksack reingeschmissen, schnell die Isomatte ausgepackt und mich draufgelegt. Um Ruhe zu haben vor den Viechern. Da, überall sind sie. Da, schon die nächste. Ich habe heute Morgen im Zelt schon Hunderte kaputtgeschlagen. Alter. Und diese Pferdebremsen. Ist nicht so, dass die stechen und dann juckt es ein bisschen. Ne? Also es ist ja auch eine Kopfsache. Das ist nicht so, als kommt da jetzt eine Mücke, die sticht dich kurz und dann hast du so ein kleines Dingensen. Diese fetten Fliegen, die sind erstens sowas von leise, die hörst du nicht, die setzen sich irgendwo hin. Und erst wenn sie richtig tief drin sind in dir, dann kommt der große Schmerz. Und ich sage euch, Freunde, der ist nicht witzig. Der ist nicht witzig. Aber ich mache jetzt die Augen nochmal zu. Ich muss runterfahren jetzt hier, sonst drehe ich durch. Was zur Hölle mache ich hier? Also heute ist ein Tag. Dich einfach. Dich einfach. Mal sehen. Also ich bleibe jetzt nur 1-2 Stunden im Zelt irgendwie. Gucken, dass die Sonne rauskommt, das Zelt ein bisschen trocknet. Und ja, dann melde ich mich später wieder. Auf jeden Fall. Ja, ihr wisst Bescheid. So, hallo. Ich habe das weinerliche Mädchen von heute Morgen ins Bett geschickt. Von Hausarrest und Fernsehverbot. Ja, solche Momente gibt es halt einfach auch. Ist nicht jeder Tag schön. Ich bin gegen 10:30, sowas bin ich dann wirklich los. Habe jetzt ungefähr 5 Meilen gemacht, war jetzt hier gerade noch an einem See. Ja, wenn die Sonne unter den Wolken ist, ist es in Ordnung, kann man gehen. Aber ich habe schon wieder mein Sun-Hoodie angezogen
weil die Schultern von gestern noch ein bisschen rot waren. Habe ich gemerkt beim Schlafen auch, dass sie ein bisschen verbrannt waren. Yes. Da wir natürlich so spät losgegangen sind heute und ja, wird es heute ein bisschen länger dauern. Wir machen heute mal, kostet es was es wolle, denn ja, wir haben auch nur für 3 Tage Essen dabei, das darf man nicht vergessen. Deswegen machen jetzt erstmal schön gemütliche 10 Meilen. Nach den 10 Meilen werde ich dann wieder was essen. Oh, hier ist ein Shelter, ja, alles klar. Ein T-Shelter. Ich müsste nur mal gucken, wo es zurück auf den Trail geht. Das ist ein bisschen versteckt, oder was? Ja, auf jeden Fall machen wir heute noch ein paar Meilen. Geht es da lang? 13, 14. Je nachdem, ich habe mir da schon ein Shelterchen ausgesucht. Ah, mal sehen, ich verspreche heute nichts. Ich verspreche heute nichts. Ich muss auf jeden Fall jetzt bergauf laufen. Ist da noch ein Weg hier? Oder wollt ihr mich verarschen? Ja, ich gucke lieber nochmal auf die Karte. In Memory of 9/11. Hat sich aber jemand Mühe gegeben hier. Krass. Boah. Eine der wenigen Aussichtspunkte, die man hier hat. Weil der Abschnitt in New York, der ist eher geht mehr durch die Wälder durch, also viele Aussichtspunkte wird es nicht geben. Deswegen genießt man die man kriegen kann. So ist es. Sieht witzig aus, ja? Um nochmal auf die Situation von heute Morgen zu sprechen zu kommen. Ja. Mir ist dann irgendwann mal eingefallen, und das beruhigt mich immens. Ist wirklich so, dass es hunderten anderen in diesem Moment genauso geht wie mir. Die schwitzen auch, die fluchen auch, die werden auch gestochen. Die sind auch am Heulen am Bein, was weiß ich, keine Ahnung. Also ich habe viele Leute heute auch gesehen, die einfach nur da saßen und fertig waren und Pause gemacht haben. Und ja, von dem her, wir sind nicht alleine. Das muss immer wieder mal in meinen Kopf reingehen, dass es anderen genauso geht wie mir. Und nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Luftfeuchtigkeit hoch ist und mich ein paar kleine Mücken jagen. Ich nicht in mein Zelt zurück kann. Was soll der Sch***? So. Aus die Maus. Es ist wie es ist. Es ist Sommer. Sommer ist heiß, Sommer ist warm, im Sommer gewittert's. Im Sommer dreht man auch mal durch beim Wandern. Kurzzeitig. Toi, toi, toi. Ich habe mir seit 2 Tagen, Freunde, nicht meinen kaputten Zeh angehauen. Bin sehr begeistert. Und ab und zu bekommen wir heute auch sanfte Wege präsentiert für ein paar Minuten, so wie hier beispielsweise. Kannst du schön smooth im Halbschatten laufen. Das ist prima. Genießt man dann, bevor es wieder hochgeht. Oder die Steine kommen. Aber die sind immer noch nicht ganz weg. Aber ganz ehrlich, mittlerweile, die Steine, die habe ich mich sowas von gewöhnt. Die gehen mir überhaupt nicht mehr auf den Sack. Also, das sind schon richtige Kumpels geworden. Wenn wir uns sehen, gibt es ein High Five. Und wenn wir uns nicht sehen, vermissen wir uns. Ja, ja, immer wieder was Neues. Ja. So, ja, wir werden mal sehen, wie weit wir heute machen. Ich mache jetzt immer eine Stunde wandern, 10 Minuten Pause, wandern, 10 Minuten Pause. Und das machen wir jetzt erstmal bis 18 Uhr, dann ein Abendbrot essen, was zu essen machen. Und dann
Schauen wir mal, wo wir uns befinden auf der Karte. Also bis dann. So, ich melde mich auch mal wieder. Nach etwa, weiß ich nicht, wie viel haben wir jetzt gemacht? 5 Meilen oder sowas. Ja, es schlägt 4 Uhr. Normally würde ich mich ja jetzt schon langsam mal nach dem Schlafplatz umschauen, aber heute nicht. Heute werden wir ein bisschen länger machen, bis um 8 oder irgend so. In 7,8 Meilen kommt ein Shelter. Dort wäre eine Pumpe für Wasser, aber manche schreiben, kommt kein Wasser, manche schreiben, da musst du zu zweit oder zu dritt sein, dass du Wasser fördern kannst. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nicht überraschen. Ich gehe jetzt einfach weiter. Nützt sowieso nichts. Ich will heute noch ein paar Meilen machen. Ich habe hier jetzt gerade ein kleines Päuslein gemacht und mein Sun-Hoodie ausgezogen und meine Hose ausgezogen. Also ich stand hier eigentlich splitternackt, nur mit meinen geilen Thrombosesocken und mit meinen Schuhen und habe hier ausgewrungen. Und Freunde, ich sage euch, da kam ein guter Liter raus an Schweiß. Schön braun und brutal. Brutal. Aber musste ab und zu machen, weil wenn die Hose komplett nass ist, läufst du dir einen Wolf. So. Und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Auf brennende Oberschenkel, Innenschenkel. Wisst schon. Ja, alter Lachs. Wolken sind keine mehr im Himmel. Die hat die, ja, 1, 2 vielleicht noch, die ich hier durch die Bäume sehe. Aber ansonsten hat die Sonne hier Oberhand. Ja, es ist halt knallig warm. Ich habe noch 1 Liter. Der reicht mir jetzt noch ein paar Meilen. Aber ich freue mich dann auch schon, wenn ich irgendwo wieder was finde und 3 Litern kann. Ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Weiter geht's, Freunde. Der Tag ist jung. So, Freunde, jetzt muss es schnell gehen hier. Bricht nämlich bald schon wieder die Welt über uns zusammen. So, Folgendes. Ich bin jetzt nach 15 Meilen hier angekommen an so einer kleinen Pizzeria hier. Also ich habe da einen kleinen Abstecher gemacht. Habe auch 2 Stücken Pizza gegessen, 2 riesige fette Stücken Pizza und eine Coke. Also hier, das hinter mir hier, ne? Ups, Entschuldigung. Ja, und die liebe Frau hat gesagt, wenn ich Bock habe, kann ich hinterm Haus pennen. Also ich werde mich jetzt hier hin machen. Hier ist sogar ein Wasserhahn, ich flippe aus. Wenn da unter Wasser rauskommt, bin ich ja mega zufrieden hier. Hier ist abgesperrt. Und hier ist eigentlich eine schöne Wiese. Ja, perfekt. Ja, sehr nett von der Frau, sie einfach zelten zu lassen. Dann gehe ich doch direkt mal hier unter den Tree hier. Oh, das ist ja perfekt. Ja gut, also für das, dass der Tag heute anfänglich richtig war und ich eine kleine Mimose war, haben wir doch ein bisschen was geschafft. So, ich baue jetzt das Zelt auf und dann sehen wir uns vielleicht später nochmal, bevor es anfängt zu schiffen hier. Tschüss. Oh, wie sehe ich denn überhaupt aus, Alter? Oh. Ja, ich bin im Zelt. Natürlich wie immer, kurz nachdem ich das Zelt aufgebaut habe, ging es mit Regen wieder los. Hat es schön geschifft nochmal eine halbe Stunde. Ich habe mein Zelt gar nicht einräumen können. Ich habe alles nur irgendwie unterm Baum gepackt, dass es nicht nass wird. Und nachdem es aufgehört hat zu regnen, habe ich es dann reingeräumt. Und jetzt bin ich wieder in meinem Schlafgemach. Ich habe noch ein Stück Pizza hier. Das werde ich mir morgen in die Kimme schmeißen zum Frühstück. Oder vielleicht esse ich es auch heute noch, je nachdem. Gerade habe ich nicht so den großen Hunger, weil bei der Hitze hat man einfach nicht so viel Hunger. Das kennt er selbst. Ja, ich habe einfach alles jetzt, ich habe nicht groß ausgepackt hier, auf gar keinen Fall. Also ich sehe einfach zu, dass mein Zeug irgendwie trocknet, ein bisschen. Ja, also mein Sun-Hoodie und meine Hose habe ich heute, lass mich überlegen, 3 Mal. 3 Mal habe ich angehalten und habe das Zeug ausgewrungen. Und jedes Mal kam mit Sicherheit ein halber Liter oder ein Liter raus. Also ich muss heute nochmal richtig viel saufen. Ja. Ich habe jetzt 2 Liter hier, das muss reichen. Morgen früh um 7 macht der Schuppen auf. Ich weiß nicht, ob ich morgen bestimmt früher losgehe oder ob ich warte, bis es 7 ist. Dann kann ich mir noch einen Kaffee holen, was zu essen und dann gehe ich auf den Trail.
Wäre auch eine Option. Morgen mache ich auch wieder lange. Morgen habe ich mir eine ganz schöne Wanderung gesteckt. Aber mal sehen, das ist alles jetzt nur erstmal geplant. Wie es dann letzten Endes morgen aussieht mit Wetter und so, das wisst ihr ja. Ne? Weil ich stehe morgen ja auf und dann gehe ich raus und sage dann, nee, es ist viel zu feucht, viel zu nass. Und es sind viel zu viele Mücken draußen, also gehe ich wieder ins Zelt. Also was da heute los war, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, manchmal fällt einfach der Schalter. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich einen Russen getroffen habe auf dem Weg? Nur beiläufig erfahren. Also ich bin Jauer, ne? Also wenn ich einen sehe auf dem Ding, auf dem Trail und überhole den dann sage ich, hey, how's it going? Und gebe ihm, was weiß ich, die Faust oder so, ne? Weil die Hiker geben sich nicht die Hand, wegen viel Schweiß und viel Bakterien und so. Wir machen immer die gute alte Ghetto-Faust. Und da habe ich schon so ein bisschen am Dialekt gehört, dass er wohl ein bisschen osteuropäisch angehaucht ist. Ne? Und da habe ich ihn halt gefragt, wo er herkommt. Ich sage, from Russia. Ich sagte, oh, okay, alles klar. Und das war ja auch schon unsere ganze Kommunikation. Also ich meine, der weiß ich nicht, ne? Also ich, keine Ahnung, das ist schwer, aber ich glaube, der hat es ja auch nicht so richtig leicht. Also wenn man dann, es ist halt so, wenn du auf dem Trail bist, dich quatschen so viele Leute an, wo kommst du her, was machst du hier und, also was heißt, was machst du hier? Wo kommst du her und so. Und wenn man dann sagen muss, man ist aus Russland und man ist ein bisschen up to date und man weiß, was da los ist, kann es natürlich schon sein, dass unangenehme Fragen gestellt werden. Deswegen, also der sieht sowieso so ein bisschen, es sieht sympathisch aus, das passt schon. Der ist halt ein typischer Kanisterkopf, ne, wie sie halt alle sind, die Russen. Langer, komischer Bart irgendwie, pinke Hose. Aber ich denke, dass der so vom Ding her nicht also ich werde den Teufel tun und den irgendwie verurteilen. Also wenn man ankommt und fragt mir irgendwas oder wie auch immer, das ist deswegen genauso ein Mensch. Es sind nur eine Handvoll Menschen, die bauen auf der Welt und das sind sie halt. Das ist nicht das Volk, ne? Das sind die sich anmaßen zu regieren. Ja, wo ich nur mal gesagt haben, dass hier auch echte Exoten auf dem Trail sind. Alles schon pervers, ne? Hier oben hängen die Dinger. Oh, und jetzt Geruchsdings bei uns hier, Geruchsvideo. Einfach mal dranhängen und riechen, das riecht so pervers. Ey, wenn du den ganzen Tag da drin rumläufst und schwitzt und... Das ist Merino-Wolle, ne? Die nimmt eigentlich den Duft nicht so an, aber... Also ich wäre eigentlich nochmal zurückgegangen auf den Trail, aber... Dann jetzt nochmal, es hat ewig geregnet und nicht ein bisschen, sondern schon heftig und dann bist du klitschen. Nee, das passt schon. Jetzt bin ich im Zelt. Hier klebt auch alles. Also es ist so, ne? Also wenn man hier auf diesem Ding, ich habe diesen Schlafsack nämlich einfach nur als Unterlage hier so her und die Jacke eben auch als Unterlage, damit das hier im Bereich vom Rücken nicht ganz so klebt. Aber ansonsten, ich klebe wie ein Prittstift. Wie ein Prittstift. Morgen kommt nach 8,5 Meilen See. Haben schon welche reingeschrieben. Go ride, great place to swim or great place for a spot, for stop and a swim. Ja geil, einfach mal reinspringen und den ganzen Mock abwaschen. Auch wenn es nur vorübergehend ist, es tut einfach gut. So, jetzt habe ich lang genug gequasselt und in dem Sinne sehen wir uns morgen wieder mit besserer Laune morgens auf jeden Fall. Gute Nacht, macht's gut und tschüss. Puh. Ah, herrlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Sonntag ist, Freunde, der 14. Juli. Ja. Allerdings auch schon wieder etwas später. Es ist kurz vor 8:30. Ja, aber ich habe mir heute keinen Wecker gestellt. Ich wollte ausschlafen. Das habe ich getan und 5:45 war ich wach. Um 7 hat der kleine Laden vorne aufgemacht, neben der Pizzeria, wo ich gestern gegessen habe. Und also ich habe schön gefrühstückt, kurz gesagt, Kaffee, Saft und habe mein Wasser dort nochmal aufgefüllt, Zelt gleich getrocknet. Das war vor der Nacht sehr nass, weil es halt noch geregnet hat gestern. Und yes, we are back. Ja, mal sehen, was heute so passiert. Heute wird es ein Ticken wärmer als gestern. Ja, wir laufen in den Tag hinein. Ob ich heute das Ziel erreiche, was ich gestern so ein bisschen abgesteckt habe. Wird sich zeigen, wie sich das verhält heute. Mit Knie und Pipapo, ne? Wisst ihr, ja.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an Silent und Jiggles, die ich vor ein paar Monaten kennengelernt habe. Deutsches Pärchen, die den IT zum zweiten Mal laufen. Und habe ich heute gehört oder gelesen, beziehungsweise auf Facebook, dass sie sich, also die Jiggles, sich den Fuß gebrochen hat oder irgend sowas. Auf jeden Fall, dicker Baum hier. Auf jeden Fall müssen sie aufhören. Ich habe geschrieben, we have to quit our adventure. Wie gesagt, wenn du nicht aufpasst hier, es geht so schnell. Ich erinnere an den einen, der 6 Meilen vor Mount Katahdin sich den Fuß gebrochen hat. Und das ist doch dann nur noch doof. Das ist doch dann nur noch Scheiße. Naja. Okay, es geht bergauf, wie immer. Und dann sehen wir uns im Laufe des Tages wieder, Freunde. Bis dahin. So, ich habe an diesem kleinen feinen Plätzchen mal schön gesoffen. Verzeihung, getrunken, denn saufen tun nur die Tiere. Gell? Fein. Ja, 1,5 Liter habe ich wieder dabei. Kalt, klar, wunderbar. Demnächst sollte auch dieser See kommen. Der heißt tatsächlich Nuclear, also Atomblödsinn, Nuclear Pond. Warum, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Vielleicht werde ich das noch. Gucken, ob der radioaktiv verseucht ist. Spätestens wenn ich da reingesprungen bin oder meine Socken da drin gewaschen habe, dann ist er radioaktiv und nicht mehr beschwimmbar. Alle Fische treiben an der Wasseroberfläche. Ach ja. Aber ich muss sagen, bis jetzt geht es dahin. Also es ist gut zu laufen. Tipp, top. Es ist noch nicht zu warm. Im Wald ist immer schön schattig. Es weht ein kühles Lüftchen. Es ist nicht so schwül. Von dem her können wir hier richtig schön laufen heute. Das passt. Ist aber auch herrlich hier. Ich meine, klar, geht wirklich nur durch Wälder durch, aber hat auch seine schönen Seiten. Mal wieder so ein kleines Flüsslein kommt oder was. Siehst du mal wieder ein paar Rehe beim Saufen. Ja, genau. Na, mal gucken. Und wie gesagt, wenn an diesem Nuclear Pond or Lake or whatever, wenn an diesem Spot nicht alles voll ist mit Moskitos und anderen Arschinsekten, dann werde ich da vielleicht mal reinspringen. Es wäre schon geil. Ich hätte schon sehr viel Lust drauf. Ja. Aber lassen uns überraschen. Ja, wollen wir doch mal sehen, ob wir hier eine kleine Stelle finden, wo man uns reinschmeißen können in den Nuclear Pond. Und hier alleine hier? Was ein schönes Fleckchen. Ach, hör auf. Geil. Schön hier mit Schatten. Geil. Ab mit dir, ich spring da rein jetzt. I don't care. Ich mache jetzt erst Mittag. Dann springe ich da rein. Gott, guckt euch das an. Alter, die ballern da schon wieder wie die Bekloppten heute. Ach, geil. Da kann man sich schön erfrischen hier. Perfekt. Und hier ist doch der perfekte Spot fürs Mittagmachen, oder nicht? Tipptopp. Schön. Liegt ein bisschen Kot.
Schießstand bestimmt halt wieder ein Gun Club oder so, hört das, ne? Sind das da drüben? Sind das Boote? Nee. Na, was soll's. Auf jeden Fall werden wir uns hier erfrischen nachher. Schön. Ich freue mich. Auch jetzt durchgeballert ohne Pause. So, eine habe ich gemacht. Eine Pause. Hier ist mir viel zu viel Kot hier. Wer scheißt denn hier rum? Furchtbar. Naja, also Mahlzeit. Ja doch. Das war's wert. Ich meine, dieser See hier hat schätzungsweise an der Oberfläche 30 Grad. Also großartig refreshing war der jetzt auch nicht. Viele kleine Fischlein drin. Enten as well. Aber war okay. Ein bisschen geschwommen hier. Hab die Socken gewaschen, hab mein Sunhoodie kurz gewaschen und die Hose kurz gewaschen. Es ist auch noch feucht, aber das trocknet wieder, bevor es wieder nass ist. Es ist 11:45. War ein extrem geiles Mittagessen hier. Kommen noch ein paar Leute mit dabei. 2 ältere Damen und die haben mir gleich noch was zu trinken dagelassen und ein bisschen gequatscht noch. Ja. Super. Also Mittag gegessen, schwimmen gewesen und Wäsche gemacht. So, tipptopp. Dann geht es für uns jetzt zurück auf den Trail und gucken, ob wir noch so 10 Meilen machen heute. Bis dahin! Ja, mit etwas Glück kommen wir heute tatsächlich nochmal in den Genuss von Trail Magic. Die Züge, die werde ich vermissen. Kommt bald eine Kreuzung, also wo der Weg der AT eine Straße kreuzt. Und dort ist wohl Trail Magic aufgebaut. Und dort stand von 10:30 Uhr bis 3:30 Uhr, also nach meiner Uhr jetzt noch eine Stunde. Und ja, mal sehen, ob ich das schaffe. Zumindest Wasser, weil Wasser brauche ich wieder. Halbes Literchen habe ich noch. Ich habe so viel zu wenig getrunken heute schon wieder. Und diese Fliegen! Ich muss echt mein Netz wieder auspacken, das ist ja so penetrant. Also was sind das für Fliegen? Ne? Mal so eine Frage. Sind das so Suizidfliegen, die den Auftrag haben, dir vor dem Gesicht rumzuschwirren und dir dann anschließend direkt ins Auge zu fliegen? Das ist die Aufgabe, weil die süchtig sind nach Augenwasser, oder? Wie ist denn das? Ich kann mir da keine Erklärung herleiten. Ich finde es einfach nur dumm. Aber ist halt so. Diese Drecksviecher. Ey, manchmal hast du halt nur 2, 3, manchmal hast du, wie gesagt, 50 um den Kopf rum. Deswegen werde ich jetzt dann echt mal das Netz wieder auspacken. Ah, das Netz, das ist halt auch immer so geil. Das hängt dir halt vom Gesicht wie so ein Schleier und naja, zur Not nützt es nichts. Da muss ich einen sauren Apfel beißen. Aber bevor ich mir die Mistviecher wieder aus dem Auge rausoperieren muss, en masse, ist es das schon wert. So, dann drückt mal die Daumen, dass ich noch ein bisschen Trail Magic abbekomme heute. Ich beeile mich ja schon. Bei mir an, dass ich ein bisschen zu kämpfen habe hier? Wahrscheinlich kaum.
Die Sonne brennt dich kaputt hier. Jetzt hat es aber gerade mal 33 Grad. Hey. Im Schatten. Das ist schon gut mit der Kapuze hier, zumal ich immer einen Regenschirm und Sonnenschirm auch verloren habe. Ja, zum Trail Magic hatte ich echt Glück noch. Also ich dachte zuerst, die sind schon weg. Die haben schon abgebaut. Und ich habe ja eigentlich nur mich darauf gefreut, mein Wasser auffüllen zu können. Und dann war an der Straße so ein kleiner Gartencenter. Blumen verkaufen und wie auch immer, ne? Also wie es bei uns halt auch ist. Ja. Und da saßen Leute im Garten zusammen, haben gequatscht und so. Und dann bin ich dahin und wollte nur nachfragen, ob ich denn bei den werten Herrschaften meine Wasservorräte auffüllen kann. Und dann war das die Trail Magic. Im Endeffekt, ja, komm ran, kriegst Wasser, willst Burger und ja, wäre ich voll vorbeigelaufen. Ist aber jetzt von außen, muss man sagen, auch nicht offensichtlich. Also kann man schon vorstellen, dass da einige Hiker das verpasst haben heute. Ja, 2 Burger bekommen. Zwar jetzt keine riesen fetten Burger, aber halt 2 so kleine Dinger, ne? Geil, passt. Aber die habe ich jetzt bestimmt schon wieder kalorientechnisch verbrannt hier. Weil ich seit ungefähr 2 Meilen hier nur auf so einem Feld laufe. Ohne Schatten. Mit dem Planeten oder Stern oder... Ist die Sonne ein Stern oder ein Planet? Die Sonne ist ein Stern, glaube ich, ne? Wurscht. Ihr wisst es besser. Die hat Bock heute. Da kann man wirklich froh sein, wenn ab und zu mal ein kleines Lüftchen aufkommt und dich ein bisschen kühlt. Ich sehe schon da vorne. Geht's wieder rein im Void. Und dann schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt, ob wir heute zu dem Shelter machen oder ob wir so irgendwo was finden. Weil wir hätten jetzt auch fast schon 17 Meilen, ne? Mal sehen. Mal sehen. Genug Wasser jetzt dabei erstmal. Aber die musst du halt natürlich ausschleppen. Ein Teufelskreis. So, jetzt nicht wundern, wenn ich mich immer ein bisschen bewegen muss. Weil mich jagen sie halt natürlich schon wieder. Ein Stillstand ist der Tod. Der Tag ist rum. Es ist es ist doch 6 Uhr, glaube ich. Ich habe lange nicht auf die Uhr geschaut, aber irgendwas mit 6 Uhr. Soweit wollte ich eigentlich gar nicht laufen, aber wie das manchmal so ist. Das Teufel ist ein Eichhörnchen, 2 Wasserquellen waren versiegt. Ich habe keinen Campspot gefunden und dementsprechend hieß es weiterlaufen, logischerweise. Und wir haben 20 gemacht heute, fast genau 20,2 Meilen und 2000 Fuß, 2000 Höhenmeter in etwa. Damit bin ich sehr zufrieden. Soweit wollte ich eigentlich gar nicht laufen heute, aber umso besser. Jetzt sind wir hier im Wald. Ist natürlich Zeckenalarm ohne Ende, aber der Shelter wäre jetzt auch nicht mehr weit weg gewesen, aber ich bin ja immer eher derjenige, der weiter weg ist. So weit, so gut. Mein Witz. Das ist ein richtig schöner Bogen hier, hä? Seht ihr das? Richtig schön Bogen. Sieht geil aus. Ja, ich habe gerade noch mal Wasser geholt. Wasser, wie gesagt, ist mir immer sehr wichtig. 100 Meter unten habe ich Wasser. So halbwegs. Und jetzt bin ich froh, dass das Zelt aufgebaut ist und der Tag vorbei ist, muss ich sagen. Weil ich bin ziemlich durchgelutscht. War ein anstrengender Tag. Die 2 Hamburger haben es echt nochmal rausgerissen, haben mal schön Energie gegeben. Und ja, jetzt habe ich mir den Feierabend verdient. Morgen geht es gleich mal wieder in den Supermarkt, obwohl ich gar nicht so viel gebraucht habe, weil die letzten 2 Tage war Trail Magic wirklich sehr präsent, muss ich sagen. Muss ich nicht viel einkaufen, passt auch. Genau. Und morgen vielleicht wieder ein bisschen ruhigeren, weil ich mal Temperaturen abchecken. Gut, hier habe ich ganz schön Abschottung. Sehen, ob ich ein Signal reinkriege. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die kommende Woche, heute ist Sonntag, dass die kommende Woche nochmal auch richtig ballert. 34, 35 plus und naja, solche Späße halt. Gut, Freunde, alles klar. Soweit, also der Tag war geil. Wunderbar. Heute echt mal wieder ein bisschen schwimmen gewesen. Meine Klamotten stinken wieder, aber man schwitzt und stinkt man halt auch. Ist so, ne?
Aber mal irgendwann mal wieder eine vernünftige Waschmaschine, um mal so mit 50 Grad mal wieder gewaschen werden, vor allem die Unterhosen und die Socken. Wäre schon mal geil. Nehmen wir nur im Fluss ausbringen da. Mein, das Gröbste kriegst du raus, aber wurscht. Ich laber schon wieder viel zu viel Blödsinn. Ich stechen sie kaputt, ich gehe in mein Zelt und ja, dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Und bis dahin eine gute Nacht und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Guten Morgen. Montag ist heute. Und es ist 9 Uhr schon wieder. Ja, boah. Es hat jetzt schon 30 Grad. Es ist 9 Uhr. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ja, Freunde, ich muss unbedingt den Supermarkt erreichen. Hoffentlich ist da irgendwas dabei, wo man frühstücken kann. Ich habe sowas von keine Energie heute. Also irgendwie steckt mir der gestrige Tag doch noch ein bisschen in den Knochen. Und so richtig regeneriert habe ich die Nacht auch nicht so gut gepennt habe. 100.000 Mücken in meinem Zelt waren. Also nicht im Zelt, sondern außen dran und wollten rein. Aber waren echt Hunderte. Und ja, durch das dämliche Gesurre da, Oropax rein, aber habe nicht gut gepennt, sagen wir es so. Und jetzt bin ich hier, habe ich hier, was waren es, 900 Fuß. 900 Fuß durch 0,3, 300 Höhenmeter direkt am Anfang gleich mal. Und meine Muskeln machen zu. Ich habe null Kraft heute. Ich habe gestern das vielleicht irgendwie ein bisschen verpennt, noch was Vernünftiges zu essen, aber ich hatte keinen Hunger auf irgendwas Warmes noch. Also ich hätte mir noch mal Reis machen können oder Nudeln oder so. Aber ich hatte keine Lust auf was Warmes. Ich habe dann noch so ein kleines Päckchen Thunfisch gegessen, ein paar Cracker und noch 2 Riegel und dachte so, das wird schon passen. Ja, jetzt habe ich die Quittung wahrscheinlich hier. Aber das hatte ich so auch noch nie. Dass du berghoch gehst, also nicht mal ein großartiger Anstieg. Und dann machen die Muskeln zu. Mit Magnesium hat das nichts zu tun, weil Magnesium brauche ich mir immer schön in die Binde. Das muss eigentlich passen. Aber ist ja lächerlich. Ich fühle mich ja, als wäre ich 30 Jahre gealtert. Boah, Junge. Ich kann natürlich jetzt hier irgendwo schnell mal anhalten, meinen Kochtopf rauspacken und mir was machen. Das ist jetzt auch wurscht. Das sind jetzt noch ungefähr 2 Meilen und dann kommt dieser Supermarkt. Und dann hoffe ich, dass ich dort gute Stärkung finde. Ja, das ist schon dumm. Also krass. Ja, also ich mache heute auch nur einen halben Tag. Das ist einen halben Tag, so einen kürzeren Tag. Vielleicht 10, vielleicht 13, das weiß ich noch nicht. Das sehe ich, wie ich mich fühle. Ja, der halbe Tag heute deswegen, weil heute wird es am Nachmittag 34, 35 Grad, prügelwarm. Und morgen wird es extrem. Also morgen sind wir wieder im dunkelroten Bereich. Deswegen sage ich heute nur einen halben Tag, früh ins Bett und hoffen, dass man zeitig schläft oder einschlafen kann. Brauchst halt wieder ein schönes schattiges Plätzchen. Und dann morgen wieder sehr früh aufstehen, um der Hitze zu entkommen. Und dann bis Mittag zu wandern und dann ist Schluss. Oder halt so bis 1 oder so. Ja. Boah. Naja, jetzt haben wir gestern noch ein paar Nudeln gegessen. Mann, ey. Na gut, Freunde, wir sehen uns später. Ja, Freunde, hinter mir ist noch der kleine Ballsbridge Country Store, wo ich mich gerade gestärkt habe, ein bisschen Nachschub eingekauft habe. Also ich dachte ja schon, New York wäre teuer, weil New York ist schon lang passé, also das heißt schon lang passé, also ist passé. Wir sind in Connecticut für die nächsten Meilen. Ich sag euch gar nicht, was ich jetzt bezahlt habe für so ein kleines Körbchen mit Lebensmitteln. Es sind ja nicht mal Lebensmittel, es ist ja nur Schrott. Ah, trotzdem. Dreistellig. Das ist schon krass. Aber was willst du denn machen?
kannst du es halt nicht kaufen. Bist halt drauf angewiesen, musst ja was essen. Ja, es ist so warm, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Die große Mittagshitze, die kommt erst noch. Geht zu 32 Grad. Am Nachmittag geht es hoch auf 35, 36. Und der Hitze versuche ich noch ein bisschen zu entkommen. Ich mache jetzt noch ein paar Meilen. Habe mir dann aber schon ein bisschen was rausgepickt, wo ich dann den Nachmittag und auch die Nacht verbringen werde. Ist dann halt heute so ein kleiner Nero. So, mein Gott, 7, 8 Meilen vielleicht. Aber ich bin auch extrem müde, ne? Ich bin so richtig. Ich habe jetzt gegessen und auch eine Cola getrunken, Koffein und so weiter. Aber ich bin schlapp. Da wird kein Spaß. Ich habe mir vorgenommen, heute mal ein bisschen Sport zu machen. Das heißt Sport, mal wieder ein bisschen dehnen, stretchen, mal ein paar Liegestütze machen, einfach wieder ein bisschen Ausgleich. Zwar, weil du ja nur deine Beine bewegst, mir machst du ja nicht. Du läufst ja nur. Oberkörper und so habe ich sowieso mega abgebaut. Also wenn ich noch 30 Liegestütze schaffe, dann ist es wahrscheinlich viel. Alter, ist ein fetter Wasserfall da hinten. Also hier kommen einigermaßen runter. Das sieht man von hier nicht so geil, ne? So, ja. Das ist so der Plan für heute. Also viel passiert nicht, außer mich zu erholen, Kraft zu tanken und Schatten zu suchen. Das sind die Hauptaufgaben für heute. So ihr Lieben, dann zeige ich euch mal, wo wir den Zero heute verbringen werden. Man hört es auf jeden Fall. Ich habe Wasser und zwar nicht wenig. Es ist ein riesen Fluss. Oh, auch irgendwas mit H, aber nicht der Hudson River, ist irgendwas anderes. Muss ich nochmal nachgucken. Ich habe 200 Meter in die Richtung, eine schöne Wasserquelle. Da kann ich hinlaufen. Das sind 10 Minuten Fußmarsch. Und meine Wasservorräte auffüllen, wenn es ist. Hier ist ein Campingplatz, also ja, ausgeschrieben zum Zelten. Was haben wir hier dabei? Gleich mal eine schöne Bärenkiste hier. Aber drin? Nee. Hier mal ein Bier reinschmeißen können für mich. Ja. 7,5 Meilen oder sowas für heute. Ist mir so wurscht. Ich brauche mich gar nicht großartig bewegen und mir läuft das Wasser runter. Das ist einfach krass. Ich sage halt, Hitze und ich, das ist nicht so. Das fruchtet nicht immer so. Vielleicht kommt ihr damit besser klar, aber ich nicht. Ich habe hier einen Wäschebaum. Tipptopp. Ich gehe nachher runter an den Fluss, wasche mein Zeug, mich selbst, dann kann ich das hier schön aufhängen. Ja. Hier steht das Zelt. Ich habe mir hier das Plätzchen ausgesucht, was relativ zentral ist und umringt von Bäumen, sodass ich auch den ganzen Tag Schatten habe und ich hoffe, ich habe das gut kalkuliert. Jo. Was haben wir noch so dabei? Ach, siehst du, morgen früh muss ich nicht mal ein Loch graben zum Kot ablegen, sondern ich kann direkt in die Mondhütte gehen und mich erleichtern. Stoves only, no fires. Was ist mit Stoves gemeint? Stoves. Oh, ich habe mein Englisch, ne? Stoves only, no fires. Ja, wenn ist das so in so einer Buschbox oder was weiß ich, das kann schon sein. So, wir gucken mal. Schlange hier, Schlange da. Ach so, ich muss Schuf machen. Hallo? Jemand da? No trash, ja, das ist klar. Auch hier nochmal eine schöne Anleitung.
Take down trousers. The business, only TP goes down, never wipes. Humor haben sie ja, die Amis. Wo sieht's hier so aus? Naja, hat schon lange nicht mehr geschissen. Wie das aussieht, immer besser für mich dann. Stinkt das nicht so. So, dann machen wir wieder zu. Nicht, dass sich hier ein Bärchen verirrt. Oh, und schon wieder mitten ins Auge. Es ist einfach zum Kotzen, oder? Es ist doch einfach nur zum Kotzen. Die hat mich erspäht. Hier, dieser kleine W***er. Und da denkt sie sich, oh, der hat so schöne Augen, der Mann. Dem fliege ich direkt rein in die Augen. Weil, was mache ich denn sonst mit meinem Leben? Scheiß doch drauf. Und danach bin ich eben tot. Klar. Gute Mentalität von so einer dämlichen Fliege. Wash Pit. Muss Waschbrett sein. Wash Area. Remember, always wash your dishes away from the water source. Ja. Alles klar. Ja. Ich mache auf jeden Fall jetzt nochmal ein schönes Nickerchen. Lass den Tag vor sich hin rieseln. Es wird Brett vor den Kopf. Brett vor den Kopf. Ja. Ja. Ja, mal sehen, wenn ich nachher zum Baden gehe oder was, vielleicht nehme ich euch mit. Vielleicht doch nicht. Ich mache jetzt Siesta. Bis später, Freunde. Tschüss. So, der große Sturm ist vorbei. Oh Gott, sind sie schon wieder da. Schon mehr Glück als Verstand gehabt mit dem Zelt. Hallo Auge, ich will nicht hinein. Es ist so penetrant. Es ist so dumm. Noch drin? Also nicht. Ja, hat ganz schön gewittert jetzt vor einer knappen Viertelstunde, halbe Stunde. Hätte ich nicht gedacht, dass es da so eine Ladung runterhaut. Und hier haben wir jetzt einen kleinen See. Hier. Ja. Stellt man sich vor, man hätte sein Zelt hier aufgebaut. Ja. Wäre vermutlich nicht so geil gewesen. Er ist ein bisschen abgesoffen. Mein Zelt ist auch nass und auch ein bisschen abgesoffen. Innen ist trocken, um Gottes Willen. Aber es sieht ja wieder aus wie Scheiße. Ne? Hat das runtergehauen hier. Ja, die Sonne kommt gleich wieder raus und dann schön die Dampfsauna anmachen hier. Ja, ich habe ja meine Wäsche gewaschen und war drin, habe mich schön geduscht, Haare gewaschen, alles und so. Also war herrlich. Auch nicht groß kalt, aber wärmer, kälter auf jeden Fall als der See gestern. Der Nuclear Pond. Ja, doch war ganz geil. Und die Wäsche habe ich dann so ein bisschen gewaschen und die habe ich auf meinen Wäschebaum gehangen und war natürlich nach dem Regen wieder alles nass. Jetzt habe ich das gerade vorgepackt auf die Brücke, auf so ein Eisengeländer, in der Hoffnung, dass es mir kein Vogel mopst oder irgendein durchgedrehter Wanderer. Ja, dann hoffe ich, dass das trocknet bis morgen. Aber es sollte. Es ist 4:30, ich habe jetzt was zu essen gemacht. Ja, ich denke, ich werde früh ins Bett gehen und zeitig losmachen morgen. Na? Gut, Fried. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ja, eine Sache habe ich natürlich vorher nicht bedacht, bevor es angefangen hat, ewig zu regnen, dass ich Kakao zum Trinken kriege. Schön die braune Suppe, ist ja klar, der ganze Regenwasser und der ganze Sub läuft in den Zulauf, also wo ich normalerweise mein Wasser hole, und dann sieht das nach dem Starkregen so aus. Genau. Der Filter ist eh schon fast komplett zu. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Kakao wieder einigermaßen transparent bekomme und in diese Buddel hier füllen kann. Ja, gucken wir mal. Das war ungefähr die Hälfte habe ich schon. Gebraucht habe ich jetzt ja so gemütliche 2 Minuten. Ja, Freunde, so ist das, wenn man Trinkwasser haben will. Ja. Und nicht mitdenkt. Hätte ich das mal vorher geholt, das Wasser. Naja.
Ja. 1 Liter Wasser habe ich jetzt gedrückt. Ja, 3 bis 4 Minuten safe. Und der Einsatz ist komplett zu. Aber ist ja auch klar, wenn man denkt, was da drin hängt. Ja, so gut reinigen lassen die sich nicht, diese Katalienfilter, das ist so. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen neuen Aufsatz, weil sonst wäre ich nicht mehr froh. Ich mag die halt, weil du halt noch einen Trinkbeutel dabei hast für abends immer. Da kannst du immer noch 1 Liter reinmachen und bis safe fast 2 Liter über die Nacht und das reicht dann in den meisten Fällen. Ja, aber nur ist der hier oben schnell zu. Leider. Ansonsten ist er nicht schlecht. Ja, hoffentlich kommt bald mal wieder ein Outfit an. Ja, so ist das. So, happa, happa, happa.